30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 23. Folge des YPC 21 und damit zur 3. Folge der Gruppe 2 in der Zwischenrunde. Nach Tag 1 führt Landry Rosen mit 7 gefangenen Hechten, von denen natürlich nur 4 in der Wertung blieben, und einem kleinen Barsch vor Dustin Schöne, der auch schon 4 Hechte fangen konnte. Frédéric Julien mit 3 sowie Veit Wilde mit 2 Zandern folgen auf Platz 3 und 4. Dirk Ostrowski liegt mit einem großen Hecht und einem Barsch auf Platz 5, wohingegen der Titelverteidiger Enrico Di Ventura mit einem kleinen Hecht knapp am Schneidertag vorbeischrampelte. Auch wenn er die Situation realistisch einschätzt, hat er natürlich noch nicht aufgegeben. Frei nach dem Motto neues Cap, neues Glück starte ich in den zweiten Tag der Zwischenrunde. Gestern habe ich abgehakt mit dem Trostfisch, mit dem 47er Hecht, habe ich zwar den Hecht in der Wertung, aber das ist natürlich, denke ich, kein relevanter Fisch nachher fürs Scoreboard. Deshalb habe ich mir heute vorgenommen, 4 Barsche und einen Zander zu fangen, und sollte mir das gelingen, dann werde ich versuchen, nochmal den Hecht abzugraden. Einen genauen Plan habe ich da nicht, was Hecht angeht in der Zone, aber vielleicht habe ich Glück und es kommt einer als Beifang, so wie beim letzten Mal. Vielleicht aber auch nicht. Also das hat natürlich heute sehr viel mit Glück zu tun, was überhaupt noch passiert. So richtig in meiner eigenen Hand liegt es dann halt nicht mehr, aber so ist es halt, und so kann halt Fischen auch sein. Mal sehen, vielleicht habe ich ja wirklich noch das Quäntchen Glück zu einem kleinen Wunder. Und vielleicht drückt ihr mir die Daumen. Viel Spaß beim Zusehen. Der finale Tag. Heute entscheidet sich alles, wer ins Finale kommt und wer nicht. Ich starte von Platz 2. Bin sehr aufgeregt. Leider schon 10 Minuten vorher am Spot. Das ist das Schlimmste, hier warten, nicht angeln zu können. Und der Spot ist ein bisschen ruhiger als sonst. Hier sind normalerweise die Rapfen aktiv und alles, das Wasser kocht. Gerade nicht. Ich hoffe trotzdem, dass die Fische beißen. In 5 Minuten werden wir es sehen. Ich wünsche mir Glück und viel Spaß bei der Folge. Oh, schon wieder viel zu wenig geschlafen. Das ist immer das Gleiche. Und dann auch noch im Wettkampf. Ich schlafe schon so nicht so viel. Und im Wettkampf umso weniger. Ich werde anfangen mit einem kleinen Topwater-Bait, einfach weil jetzt das Wasser auch nicht so stark strömt, etwas ruhiger ist und es hier doch relativ flach ist. Ich werde dem Ganzen aber jetzt auch nicht eine halbe Stunde geben, sondern nur ein paar Würfe, und werde mich dann langsam aber sicher hier mit meinen anderen Ködern durchforsten. Ich hoffe einfach, dass wir zumindest heute die Barsche kriegen. Gestern habe ich die Zander sehr im Stich gelassen, aber das ist halt Angeln. Also 8 Uhr, ich gehe hoch zum Timer, 8 Stunden und setze meinen Start. So, der erste Wurf. Hoffentlich bringt er gleich Fisch. Schlechtes Zeichen, Juli. Die beiden YPC-Champions von 2018 und 2020 fischen bereits. Da ist auch der dreifache Profiliga-Gewinner Veit Wilde bereit für den ersten Wurf des Tages. Hallo, liebe YPC-Zuschauer. Ja, nach dem ernüchternden gestrigen Tag wird es heute sehr schwer für mich. Ich probiere aber alles. Werde mich jetzt erstmal auf Zander konzentrieren.
eigentlich das, was ich gerne mache, Fischen von Buhnen. Und ja, mit Hechten und Barschen ist hier auf jeden Fall auch zu rechnen. Ich habe allerdings vorgestern hier trainiert, da lief es auf Zander top. Habe allerdings nur einen Hecht gefangen und keinen Barsch. Ja, es ist ein Glücksspiel. Ich habe zur Not noch ein paar Ausweichstellen für heute, aber ich versuche erstmal jetzt irgendwie heute 3 ordentliche Zander zu fangen. Und dann, ja, wird sich zeigen, was ich weitermache. Danach richtet sich der Plan. In dem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt 8:30 Uhr, ich mache den ersten Wurf und nach 8 Stunden wissen wir dann mehr. In dem Sinne, Petri, drückt mir die Daumen. Fisch. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Oh, der hat den Blade Runner voll weggezogen. Oh, geil. Das Schöne ist beim Cachern, das Measureboard einfach im Cacher lassen, dann ist das direkt nass. Boah, guck mal, das ist ein schöner Barsch und guck mal, wie weit der den... Oh, der hat den Blade Runner voll weggezimmert. Aber kann man sich gar nicht vorstellen, dass die nicht aktiv sind heute, so wie der den weggenommen hat. So, brauche ich tatsächlich sogar eine Zange. Und ein echt schöner Barsch. Also 40 hat er vielleicht nicht, aber so Ende 30 kann er haben. 38,5 überschritten, das heißt 39. Wie am ersten Tag startet Dustin Schöne auch heute wieder richtig gut. Der aufgerundete 39er Barsch bringt ihm 78 wertvolle Punkte. Der Mace-Inhaber ist jetzt nur noch einen Zander von der Full Card und 10 Punkte von Landry entfernt. Stark! Der darf zurück. Schöner Fisch. Danke, mein Großer. Ja, der 39er Barsch freut mich jetzt natürlich. Ich habe auf den Blade Runner gewechselt, weil ich dachte, hey, ich muss mal was ganz anderes machen. Ich habe vorher Jig geangelt und dachte jetzt ein bisschen mehr Aktion, ein bisschen mehr Bling Bling, um nicht nur die Zander abzugreifen hier, sondern ein bisschen auf Barsch zu angeln und das funktioniert. Also ich jig Fisch. Okay, der zählt nicht. Der ist so klein. Der hatte zwar Maß 22, aber wäre nicht in die Wertung gekommen, weil mein nächstgrößerer Fisch der 46er Hecht ist und ich kann nur noch einen Fisch mit reinbringen und das ist ein Zander und dann upgraden und ein Upgrade wäre es nicht gewesen. Aber was ich vorher gesagt habe oder versucht habe zu sagen, ich habe jetzt auf den Jig Spinner gewechselt und das ist tatsächlich gerade der Key hier für die Barsche. Vorher normalen Jig auf Zander geangelt und dachte, hey komm, hier gibt es auch Barsche, probier doch noch mal ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Bling Bling. Den Jig Spinner rangemacht und Gott sei Dank hat das auch geklappt. Bin ich sehr happy drüber. 39er Barsch ist für mich jetzt erstmal gut. Ich werde hier noch ein bisschen weiter angeln, weil die Barsche aktiv sind und dann noch mal Zander probieren und hoffentlich dann eine Full Card haben. Biss, schade. Ich habe jetzt gerade den ersten Biss bekommen. Auf der ersten Bude ging nichts. Ich bin aber auch schon so nach 10 Minuten auf die nächste gewechselt, weil ich hier die Erfahrung gemacht habe, dass die Bisse doch immer relativ schnell gekommen sind, wenn was da war. Das war jetzt hier auch der dritte Wurf eben erst, wo ich den Biss hatte. Hing leider nicht. Ja, muss man probieren. Also ich glaube, im Moment ist es sowieso angesagt, Strecke zu machen. Ich fische hier ganz, ganz leicht mit 7 Gramm. Wir haben ja auch wenig Strömung in diesem Gewässerabschnitt und mache keine Weitwürfe, weil die Fische standen hier nicht irgendwie weit draußen, sondern wirklich so immer so rund um diese Steinpackung, die hier die Buhne noch umlagert. Und das ist jetzt halt meine Hoffnung, dass ich da auf jeden Fall Zander abgreifen kann und vielleicht dann irgendwie auch mal ein Hecht oder ein Barsch nebenbei kommt. Aber erstmal ist es meine Priorität schon, die Zander zu kriegen, weil wenn ich überhaupt eine Chance haben möchte, weiterzukommen, dann brauche ich auf jeden Fall 3 ordentliche Zander. Das ist halt so mein Fisch und
Damit könnte ich also auf jeden Fall ein paar Punkte machen. Wenn es so läuft wie vorgestern hier, sollte das eigentlich kein großes Problem werden. Und dann kann man sich also auch vielleicht noch mal gezielter um die Hechte und die Barsche kümmern. Aber wenn das hier mit den Zandern nichts wird, dann ist das sowieso alles hinfällig. Und insofern, ja, mal schauen. Der vierte Angler, der heute ins Geschehen eingreift, ist Frédéric Julien, der für den schwedischen Outdoor-Hersteller Grundens antritt. Auf Platz 3 liegend rechnet er sich natürlich ebenfalls Chancen aufs Weiterkommen aus. So day 2, today I'm targeting perch. That will be a key fish to be able to score every species and score all 6 fish potentially. And we're gonna track them in polders in between pikes. So I'm going to use fairly small bait, very light tackle, and I'm going really to fish very precisely, and we're gonna go jungle style. So follow us and wish me luck so I can be in the top 2 and qualified and go to the next round. Let's go. On the corner of my road, I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Das war jetzt ein richtig schöner Tock. Warum hat der nicht gehangen? Shit. Ja, jetzt hatte ich eben den zweiten Biss. Das war diesmal auch ein richtig schöner Tock gewesen. Also fühlte sich gut an. Aber hat auch nicht gehangen. Warum auch immer. Schade. Da hätte ich jetzt gerne schon gehabt. Dann wäre erstmal so ein bisschen Druck weg gewesen. Aber andererseits, vielleicht sind noch 1, 2 da und vielleicht schnappt er sogar noch mal zu. Der hing ja noch nicht, hat noch nichts gemerkt. Also die Chance ist auf alle Fälle da, aber ja, den hätte ich jetzt eigentlich gerne gehabt, den Fisch. Aber ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass das relativ schnell Bisse kommen. Also dann scheinen ja auch wieder ein paar Zettis hier da zu sein und dementsprechend steht dann die Chance eigentlich auch ganz gut, dass man sie fangen kann. Irgendwann hängt schon mal einer, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Fisch! Oh, das ist ein Barsch. Ich glaube, das ist ein Barsch. Das könnte echt ein Barsch sein, ehrlich. Das ist ein Zettel, ich weiß es nicht. Das ist ein Barsch. Das hängt doch gut. Das geht ja nicht ab. Schöner Barsch. Hängt knapp, hängt knapp, hängt knapp. Aber diesmal habe ich ihn. Diesmal habe ich ihn. Also das war ja so ein bisschen mein Wunschziel, den Barsch hier irgendwie mit nebenbei zu fangen. Und das hat jetzt echt geklappt. Hammer, hammer geil. Also da fällt mir jetzt erst ein Stein vom Herzen, weil sollte das jetzt hier mit den Zettis noch was werden, für Hecht habe ich noch einen Spot, der funktionieren könnte. Ich erzähle jetzt ein bisschen, der Fisch ist im Wasser, ihr seht es hier am Kescher. Aber das ist jetzt also schon mal ein richtiger Big Point, weil das für mich ja, wie schon gesagt, der schwierigste Fisch war und dass der jetzt gekommen ist, hier auch in einer ganz vernünftigen Größe, wie es aussieht. Auch Glück gehabt, Haken ist schon raus. Den messen wir jetzt mal. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, hier seht ihr ihn erstmal, wie gesagt, absoluter Brustlöser. Gucken wir mal, ist jetzt kein absoluter Riese, aber könnte vielleicht sehr wichtig werden. Wie groß ist er? Also er ist 38, knapp unter 38,5, also dementsprechend 38. Aber auf jeden Fall viel, viel wert für mich. Veit ist wieder voll im Rennen.
Nach dem richtig guten Zander am Vortag der nächste Big Point für den Mann von Seika Pro. Mit insgesamt 3 Fischen rückt er auf den 3. Platz vor. Er ist sichtlich erleichtert. Ja, wie ich schon gesagt habe, 38er Barsch, sehr schöner Fisch auf jeden Fall und nimmt mir jetzt extremst viel Druck. Anders kann ich das nicht sagen. Also könnte vielleicht am Ende richtig viel wert sein und ist ein gutes Zeichen. Kann hier auch jederzeit passieren. Also ich weiß, dass es hier wirklich Riesenbarsche gibt, dass hier noch ein deutlich größerer irgendwann einsteigt. Aber auf jeden Fall erstmal den Barsch haben. Ich bin jetzt also inklusive der beiden Trainingstage 4 Tage in Holland und am 4. Tag jetzt endlich einen Barsch gefangen. Also das ist schon, manchmal fängt man da ja von, hier gerade in Holland sind Top-Barschreviere, etliche auch größere an einem Tag. Aber im Moment ist es zumindest für mich ganz, ganz schwierig gewesen und deswegen fällt mir wirklich einfach nur ein richtiger Stein vom Herzen, dass ich den jetzt gekriegt habe. Und jetzt kann ich viel entspannter fischen. Jetzt kann ich ja erstmal auf meine Zettis gehen. Eben hatte ich hier einen Biss, da glaube ich wirklich, dass es ein Zander gewesen ist. Weitermachen und jetzt ist alles erstmal ein bisschen lockerer. Das tut sehr, sehr gut. Guten Morgen meine Freunde, für mich ist heute der 2. Tag, der bricht jetzt gleich an. Ich werde jetzt gleich den ersten Wurf starten. Ich bin heute ein bisschen später gestartet. Mein Ziel, ganz klar, der Zander. Irgendwie müssen zumindest 2, 3 Zander her, möglichst zumindest ein großer. Ich muss heute die Wertung voll bekommen. Mit guten Fischen, da bin ich mir ganz sicher, anders habe ich gar keine Chance. Deswegen gehe ich heute auch ziemlich viel Risiko. Ich werde spezielle Spots befischen, wo ich die Vermutung habe, dass da halt auch der ein oder andere größere Fisch mal hervorkommen könnte, wenn denn ein Fisch kommt. Alles Weitere bleibt offen. Ich meine, nach dem gestrigen Tag kann ich sowieso nicht planen, so wirklich. Man muss einfach abwarten, wie der Verlauf so ist. Ich hoffe, dass es heute gut geht. Ich werde alles geben. Bis zur letzten Minute werde ich werfen, mich hochkonzentrieren, in der Hoffnung, dass am Ende ein ganz guter Erfolg zu Buche steht. Oh, ja, super. Das geht gut los. Jetzt kommt der erste Wurf. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode des qualifications. Aujourd'hui, je vais aller pêcher le cendre, le poisson qui me manque pour compléter ma carte et pêcher aussi une perche plus grande que 23 cm. Alors, je vous présente vite fait les petites casquettes de Fish Explorer, les derniers modèles qui sont sortis. Ce sont des casquettes à scratch, donc vous pouvez changer. Vous voyez, il y a plein de styles de scratch. Hier, c'est ça que j'ai pêché et aujourd'hui, c'est ça que j'ai pêché. Mais il existe aussi le scratch fish stick, il en existera bien d'autres, donc c'est vraiment un nouveau style de casquette, c'est vraiment chouette. Il existe des pennes type trucker, hein, vous voyez, des pennes arrondies, et il existe des modèles comme ceci. Donc je vais mettre celle-là aujourd'hui. Je vais mettre le cendre, le poisson que je vais traquer. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon épisode, et moi je vais me mettre en action de pêche. C'est parti. Ok, je vais faire mon premier lancer. Je vais commencer avec un spintail, ça m'a bien réussi hier. Alors ici, c'est les nouveautés de chez Lema-Bay. C'est un prototype, hein, donc elles ne sont pas encore sorties. Je vais pouvoir les utiliser ici et voir s'il n'y a pas de la perche active, voir du brochet. Je pêche avec un bas de ligne acier. Je vais commencer avec des bas de ligne acier pour éviter de prendre des brochets. S'il y a un brochet actif, je préfère le prendre avec un bas de ligne acier. Et par après, comme je vais viser vraiment le cendre, je vais pêcher sans bas de ligne acier, avec un bas de ligne fluoro assez fin. C'est ma stratégie d'aujourd'hui, c'est de prendre donc un cendre
de ne pas me faire couper et d'essayer de capturer une perche plus grosse que celle que j'ai capturée hier. En sachant que la perche que j'ai capturée hier, elle fait vraiment la taille minimum. Donc il suffit que j'augmente tout simplement et je prenne une perche de 30 cm et ça m'augmente plus ou moins de 14-15 points. Donc ouais, ce serait vraiment une belle amélioration. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc croisons les doigts les gars. Que la journée soit bonne pour moi aujourd'hui et que je fasse un beau score. Ja, jetzt machen wir einen Spotwechsel. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Plan und wollte da in der Nähe viele Sachen abfischen, aber jetzt ist mir erstmal wichtig, die Karte voll zu machen und einen Zander zu fangen. Deswegen fahre ich zu einem Safe-Spot von mir. Der gerade war eben auch schon sicher, habt ihr gesehen, hat super geklappt mit den Zandern. Aber ey, so ist es manchmal. Ich wusste, da sind auch Barsche und es hat glücklicherweise geklappt. Das heißt, das kann ich erstmal skippen, das Barschangeln, und mache die Karte erstmal voll. Und dann gucke ich, ob ich einen Topwater-Punkt haben möchte oder wenn das klappt. Ne? Wer weiß ja nicht, ob ich überhaupt einen Zander fange. Aber wenn es so ist, dann Topwater-Punkt oder zum Beispiel den 46er Hecht upgraden. Das muss ich dann mal sehen. Ja, hier war ich im Training auch bei dem Spot. Jetzt ziemlich offensichtlich, dass das hier ein Spot ist. Deswegen sind hier auch relativ viele Angler, aber im Training hätte ich hier sehr viele Zander. Keine großen, bis knapp 60. Aber das würde mir jetzt erstmal reichen, ne, um ein bisschen Sicherheit zu haben und danach abzugraden. Mal gucken. Ich fange mit dem Predator an. Ich hoffe, dass gleich was geht. Fisch. Yes, genau so habe ich es mir vorgestellt. Da ist der erste Zander. 51. Der erste Zander des zweiten Angeltages geht aufs Konto von Dirk Ostrowski. Er tauscht mit Fred die Plätze und nun auf Platz 4. Zack, weg ist er. Das ging schnell. So darf es weitergehen. Ich hatte gerade gar nichts dazu gesagt gehabt. Ich habe das gar nicht kommentiert, weil ich mir nicht sicher war. Ich hatte davor schon einen Biss. Einen Wurf davor hatte ich einen Biss. War mir nur nicht sicher, weil hier unter der Brücke liegt ein, ja, ich weiß es nicht, ob es ein Baum ist, ein Ast ist, ein Rohr ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da schon mal einen Köder verloren. Und ich wusste nicht, ob ich seitlich vielleicht an dieses Hindernis gekommen bin oder ob es ein Biss war. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es der Biss war vorher. Das wird genau dieser Zander wahrscheinlich gewesen sein. Wenn es ein anderer war, umso besser, weil dann habe ich noch eine Chance. Ist natürlich so ein Spot, wo ja, gegebenenfalls mal 1, 2 Zander drunter stehen und natürlich dann auch Wirbel reinkommen, wenn man einen fängt. Aber mal schauen. Ich fische hier übrigens jetzt wieder die Innovation-Serie, die ich ja fast durchgängig fische, ne? Weil die halt diese unglaubliche Übertragung hat. Ich habe mich hier für die XH entschieden, das ist die 832er, das heißt, die ist halt kürzer. Die hat 251 oder 253. Die H, die ich habe, die 902H, die ist ja 275 und für diese Angelei einfach zu lang. Ne? Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Die ist auch ein bisschen straffer und hier kommen die Bisse halt sehr kurz. Und die Fische müssen sitzen. Die wenigen Bisse, die man bekommt, müssen einfach sitzen. Ich wechsle jetzt mal auf den Spin-Jig. Und zwar auf den Köfi Good Vibe. Einfach in der Hoffnung, dass sie doch hier auf Vibration, trotz der Spinnerbait-Versuche hier trotzdem auf Vibration stehen, aber eben auf diese Ups and Downs. Ist eigentlich das erste Mal, dass das Ding gezeigt wird, tatsächlich.
nagelneues, ja, Sample. Hier vielleicht auch noch nicht in den finalen Farben, aber natürlich zum YPC wollte ich ein paar davon haben, weil ich eben halt auch dahinter stehe. Das Geile an dem System ist, dass wir hier verschiedenfarbige Blätter adaptieren können. Also wir haben ein Wechselsystem bei den Spin Jigs, und zwar ein Wechselsystem in den Blättern, also in den Blades hinten. Und wir können dann entweder so Colorado nehmen, wir können aber auch wahlweise das Blatt hier einfach wechseln über ein Schnellwechselsystem und dann dementsprechend ein anderes Blade, also ein Willow Blade, und dann auch in anderen Farben hinzufügen. Wir haben dann nicht nur immer die silbernen Blätter, sondern eben auch die farbigen Blätter passend zu den Dekoren, wie zum Beispiel Neongelb, Neongrün, Gold natürlich, Mattschwarz, ne? Also solche Geschichten, wie wir das eben auch schon bei dem Multivibe haben. Ich habe jetzt ganz kurz den Plan überworfen, weil die Barsche tatsächlich überhaupt nicht aktiv sind an dem Platz. Ich habe hier ein paar Vertikalangler gesehen, die doch relativ gut Zander gefangen haben. Also ich habe jetzt 2 Fische gesehen und auch gar keine schlechten. Jetzt heißt es Köfi gegen Köfi, weil ich fische den Köfi Bleakshad und die Jungs fischen aber, habe ich gesehen, Naturköder am Dropshot. Also echte Köderfische am Dropshot-System. Das ist natürlich nicht so ohne. Trotzdem, wer weiß, ne? Ja, das habe ich mir anders vorgestellt, Jungs und Mädels. Jetzt kommt erstmal noch mal eine andere Farbe an den Start hier. Ein bisschen was Grelleres und dann auch noch mal ein bisschen größerer Köder und dann gucken wir, ob das was bringt. Wenn nicht, wie gesagt, dann probieren wir die Zander hier ein bisschen wach zu rütteln. Ein Biss hatte ich, aber ich bin gespannt, wie es bei den anderen läuft im Training. Also auf Zander war das hier eine Bank, ne? Hier immer mehrere Fische gehabt, direkt. Keine großen, aber zumindest ein gutes Gefühl für die Full Card. So. Oh. Sorry, Judi. Weiter geht's. Wir werden jetzt den Spot wechseln. Dadurch, dass ich gesehen habe, dass die Vertikalangler einen Fisch nach dem anderen fangen, versuche ich jetzt auf die andere Seite zu kommen. Ob mir das gelingt, weiß ich natürlich nicht, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal nachfragen, wie das ist. Ik wil hier vissen. Vissen? Ja, van de kant. Van de kant? Ja. Ja, dat gaat daar. Deze town. Deze is op de kant. Nee, dat mag niet. Normaal niet? Nee. Nee. Vanaf de kant? Ja, ik wil op de point. Ja, de point, nee, dat kan niet. Ah, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Scheiße. Ja, ich wollte auf die Spitze. Nee, das geht nicht. Ich habe jetzt gerade versucht mit meinem gebrochenen Holländisch zu fragen, ob ich da vorne auf den Punkt angeln darf, aber das geht leider nicht. Ich habe es mir schon befürchtet. Also ich habe mir jetzt keine Hoffnung gemacht, dass das klappt, aber manchmal ist ja Fragen besser als nicht fragen. Jetzt fangen wir uns an. Wenn die da beißen, beißen die da bestimmt auch. Oh, jetzt versuche ich es einmal. Ich habe jetzt gerade mit einem weißen, so Hot Olive Farbe gefischt. Jetzt habe ich den kleinen CT-Shad von Hearty Rice in Lemon. Das ist die 9 cm Variante. Die fische ich jetzt auch ohne Stinger. Gerade war es 10 Gramm, die ich gefischt habe. Ich versuche es jetzt mal mit 7 Gramm. Dass der dann ein bisschen länger in der Wassersäule rumtreibt. In der Hoffnung, dass er sich den vielleicht dann noch einmal packt. Jetzt ist der Wurf. Fisch, Fisch, Fisch. Ja, ich glaube, der ist zu klein. Oh. Stopp, nein, zählt nicht. Der geht zurück, der geht zurück. Halt.
Ich mache jetzt noch 2, 3 Würfe und dann schauen wir mal weiter. Zander. Ich habe ja gesagt, wenn sie beißen, dann beißen sie auch hier. Jetzt muss es schnell gehen. Das ist ein schöner. 54er Zander, das ist gut für die Wertung. Weiter geht's. Enricos dritter Spot liefert. Mit einem 54er Zander bleibt er zwar auf Platz 6, doch dieser Fisch ist natürlich enorm wichtig fürs Selbstvertrauen. When you fish boulders, think about sometimes, having a finesse approach, especially when you walk. Very often the shore is like you have a hole under, there's a lot of water, a lot of hiding place under your feet when you walk. So before you walk on the shore, make sure that you fish it. Very often you will have a fish coming from out of nowhere and really in your feet virtually. They're hiding in those shorelines, in the reeds, in the grass, and they don't stay so much, very often they don't stay so much on the middle. So you have to be really, really extra careful in your approach, and that will pay you with more fish, especially on difficult days. Du hast das perfekte Weihnachtsgeschenk für eine Anglerin oder einen Angler noch nicht gefunden? Ich habe gleich mehrere Ideen für dich. Bei den LMAB Weihnachtsboxen für Hecht, Barsch und Zander handelt es sich um sorgfältige Zusammenstellung von Ködern, Vorfachmaterial, Terminal Tackle und Accessoires, die perfekt auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmt sind. In den Boxen befinden sich Produkte im Wert von 120 bis 130 €, erhältlich sind sie aber schon für 89,99 €. Und auch bei unseren Hecht und Barsch Weihnachtsgutscheinen bieten wir dir einen super Preisvorteil. Denn egal welchen der 4 Gutscheinwerte du aussuchst, wir schenken dir jeweils 10% des Einkaufswertes. Links zu beiden Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Teil der Folge und eine frohe Weihnachtszeit. Hey Leute, heute möchte ich euch ein weiteres und neues Highlight in der LMAB Produktrange vorstellen. Das LMAB Fluorocarbon 100 Pro. Hergestellt in Japan nach allerhöchsten Qualitätsstandards, bereits im Rohstoffmaterial. Das 100 Pro ist robust in seiner Oberfläche, also außerordentlich abriebfest und trotzdem easy knotbar in allen möglichen Stärken. Wir haben das Material in 12 verschiedenen Varianten von der 0,15 mm bis zur 1,0 mm Version. Das heißt, für jeden Zielfisch was dabei. Dieses Material hat eine mittlere Dehnung, was den Köderlauf selbst nicht beeinflusst, aber die großen Kopfschläge perfekt abfedert und somit die Aussteigerrate äußerst gering hält. Durch das Easy Roll-Off-System könnt ihr das Fluorocarbon simpel auf die gewünschte Länge abspulen, sauber abschneiden und ganz einfach wieder in der Tacklebox verstauen. Also, auf zum nächsten Tackle Store oder zum Online-Shop deines Vertrauens und sicher dir dein LMAB 100 Pro.
Ich mache jetzt weiter. Auf eine andere Buhne geht es jetzt. Ich fische die Buhne also relativ schnell ab. Wenn kein Biss kommt, so nach 10 Würfen, dann verschwinde ich. Wenn man natürlich einen Biss hat, kann man auch ein bisschen länger machen. Ja, also hier hatte ich jetzt 3 Bisse, leider nur den einen Barsch rausgeholt, wobei leider eigentlich ein bisschen untertrieben ist. Es geht jetzt an eine andere Stelle. Da hatte ich vorgestern also auch wirklich einige Zanderbisse gehabt und hoffe, dass ich da meine Zettis dann vielleicht jetzt abholen kann. Schauen wir mal. Freude hält sich in Grenzen. Ich meine, es ist ein Upgrade, aber ja, den Zander brauche ich trotzdem erstmal. Hier, grellere Farbe. Messen wir ganz schnell, dass wir weitermachen können. Mal ein bisschen ins Gras gehen. Da ist er, der kleine Bursche. Boah, der hat hier richtig einen mitgekriegt, ne? Kormoran oder so, aber ist noch aktiv, frisst noch. Steht gut im Saft, der Gute. Ah, Flasse runter, mein Freund. Ja, 33. Ganz spannend. Das ist nicht von mir. Bei mir hing er auf der anderen Seite. Da war schon mal ein Angler am Werk. Gut verheilt. Da sieht man, Catch and Release funktioniert. Ja, hier sind die Steine, will ich nicht so rüberschmeißen. Deswegen, tschüss, mein Guter. Vielen Dank. Weiter geht's. Wieder nicht der erhoffte Zander, doch Dustin kann sich trotzdem um 20 Punkte verbessern. Er überholt Landry und setzt sich an die Tabellenspitze. Das war mein erster Spot. Fischen länger befischt als eigentlich angedacht, aber dadurch, dass ich mit dem ersten Zander belohnt worden bin, hat sich alles gelohnt und alles wunderbar. Jetzt geht's weiter zum zweiten Spot, wo ich mir eigentlich noch mehr erwarte. Daumen drücken. Ja, nachdem es ja mit dem Barsch ganz gut losging, bin ich jetzt hier wieder ein bisschen enttäuscht, weil auf der Buhne hatte ich vorgestern doch einige Zanderbisse. Jetzt allerdings ist hier gar nichts passiert. Aber ich glaube trotzdem, dadurch, dass ich ja vorhin da hinten schon Zanderbisse hatte, also die sind heute, beißen werden sie schon, also die sind zu kriegen. Aber ich schätze einfach, die sind hier nicht. Also das ist im Sommer eigentlich auch so generell meine Erfahrung in den meisten Fällen. Wenn du keine Bisse bekommst, dann liegt es daran, dass einfach kein Fisch am Platz ist. Wenn die da sind und ein bisschen Bock haben, dann kriegst du da ziemlich schnell einen Kontakt. Hat sich eigentlich vorhin da hinten an den Buhnen auch bestätigt. Also das hat immer nicht lang gedauert. Jetzt habe ich hier bestimmt so eine Viertelstunde geangelt und es hat sich wirklich überhaupt nichts getan. Also kein Zupfer. Und das ist dann eigentlich, auch wenn man mit so einer Buhne vielleicht ein paar Tage vorher gute Erfahrungen gemacht hat, ist das dann schon so ein Zeichen, dass man lieber an eine andere Stelle wechseln sollte, weil halt einfach der Fisch nicht da ist. Da würde ich eher drüber nachdenken, vielleicht die nächste Buhne, da hatte ich auch gefangen. Da werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen fischen und mal gucken, was sich da tut. Jetzt habe ich mal wieder einen Hänger hier und wieder frei. Das ist eben so schön hier mit diesen leichten Köpfen, kriegt man sie fast immer wieder raus. Da würde ich eher darüber nachdenken, noch mal an die Buhne zu fahren, wo ich vorhin die Zanderbisse hatte, weil ich denke, da könnte vielleicht noch was gehen. Aber hier, nee, würde meinen, das ist hier mein letzter Wurf und dann wechseln wir über die Stelle. Oh, geiler Biss. Das war ein Zanderbiss. Puh.
Der ist gut, der ist gut. Das ging genauso schnell wie bei der ersten Stelle. So. Super schöner Zander und richtig schnell vor allem. Man sieht, der ist auch ziemlich dunkel, der Zander. Das ist aber nicht, hat nichts mit dem Laichgeschäft zu tun. Das ist einfach hier ein trübes Gewässer, ein Kanal. Ja, wunderbar. Ja, perfekt. So darf es gerne weitergehen. Während Dustin noch an seinem Zander arbeitet, holt sich Dirk seinen Zetti auch am nächsten Spot ziemlich schnell. Er überholt Veit und liegt nun auf Platz 3. Fred ist neben Landry der Einzige, der heute noch keinen Fisch auf die Matte legen konnte. Yeah, I really believe that this place has been fished many times. Last time I was there, I saw fishermen passing around. Malte was coming there. So this place is next to the city. It's well known to have many good sized pike and many pike. What I'm trying to do is to have a more finesse approach with really tiny lures that few fishermen are using when they go for pike. Here I was using the coffee bleak on a kind of a spinner device from Berkeley. And here I'm going to try for a while just a jig head and a coffee perch. Yeah, let's try this. Oh, ich hab gedacht. Hat sich angefühlt wie ein Biss, Alter. Richtig so. Fuck. Boah, ich hab gedacht. Es ist. Ja, das wäre was gewesen, ey. Also lange machen wir es hier nicht mehr. Vielleicht noch eine halbe Stunde. Dann haben wir bestimmt noch 3, 4 Köder abgerissen. Und dann gehen wir Barsch an. Der hat nicht gesessen. Scheiße. Passiert. Der kam halt so knapp unter der Rutenspitze. Das ist das Problem. Ja. Da verliert man die Fische auch häufig, weil die halt in einem anderen Winkel angeschlagen werden müssen. Und ja, aber das gehört dazu. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier Fisch ist. Ganz kurz, eine Vorfachspule hier, strofft. Super, ich bin eine richtige Schlampe, wirklich. Aber hier, damit hat man immer alles parat. Ne? Hier steht drauf, welche Größen. Ich habe dabei 30, 35, 40, da hier so viele Steine sind und ich Nani-Stein angle, nehme ich jetzt einen 40er. Davor mache ich noch eine kleine Stahlspitze. Aber dass das nicht sich aufhaut oder kaputt geht, das dickste 40. Nicht immer optimal, aber hier in der Strömung, trübes Wasser, ist das schon okay. Aber die Spule von Strofft, beste wo gibt. Also ich hatte ja einen Zander bis jetzt, aber ich probiere mal jetzt ein bisschen was am Muster zu ändern. Gehe jetzt mal eine Nummer größer und knallig. Ich habe vorher 3,5 Inch gefischt, weil ich natürlich immer parallel noch auf dem Barsch hoffe und überhaupt erstmal einen Zander fangen wollte. Aber ich probiere mal. Manchmal ist es so, dass man, wenn man größer fischt, deutlich mehr Bisse bekommt. Also auch deutlich größer als das hier. Deswegen probiere ich das jetzt mal ganz schnell. Wenn das nicht funktioniert, dann wieder 3,5 Inch und ab dafür. Yes! Yes! Es läuft. Ich kann mich leider nicht so freuen, weil ich leise sein muss. Zweite Zander an der Stelle, vorher einen Fehlbiss gehabt. Nicht der größte, aber ich bin mega zufrieden. Weiter geht's. Anders als am ersten Tag läuft es bei Dirk bisher wirklich rund. Es ist bereits der 3. Ü50er Zander für den Westfalen, der damit keine 10 Punkte mehr hinter einem Qualifikationsrang liegt und nur noch einen beliebigen maßigen Fisch für die Full Card braucht. Bei Dustin muss es unbedingt ein Zander für die volle Karte sein. Kann der Berliner den nächsten Biss verwandeln? Fisch!
Dicker Zander verloren. Mann! Mann! Das war ein richtig guter Zander, 60 plus. Der Erfolgsköder vom heutigen Tag bislang, beziehungsweise auch, ich muss einfach sagen, diese Farbe vor allem, läuft bei mir in den letzten Trainingswochen schon einfach überragend. Und egal bei welchen Bedingungen. Ne? Das ist eine Farbe bei klarem Wasser, bei trübem Wasser. Ich habe wirklich am meisten Erfolg mit dieser Farbe. Klar, viele fischen bei trübem Wasser, gerade dieses Chartreuse, knallgrün und so. Die Farbe funktioniert mindestens genauso gut, für mich aus meiner Sicht sogar noch besser. Deswegen werde ich dem jetzt auch noch weiter vertrauen, aber gleich kommt noch mal ein anderer Köder dran. I have good memories on this one. I got my 99 right there, a couple of meters away. So I'm gonna be extra careful. Oh, oh, oh. Look what was behind. The bird was chasing like crazy my bait. I could not understand what it was because it was not obviously a pike shape. Like I was saying, fuck, is that a turtle or what is that? So the coffee perch can take birds. Das Problem ist ganz klar die Strömung. Die Strömung halt von der Seite kommt. Wir nicht lang mit der Strömung angeln können, sondern ja, die Strömung in die Schnur reindrückt. Und somit den Köder sehr, sehr schlecht kontrollierbar macht. Wer gerne die Kontrolle hat im Leben, der sollte nicht an diesen Platz kommen. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass anscheinend die Zander heute doch wieder beißen. Und das ist nicht unbedingt geil, gerade weil ich weiß, dass die Leute, die heute in der Zone angeln, wo ich gestern geangelt habe, wahrscheinlich ihre Zander fangen werden. Und erfahrungsgemäß sind die da auch nicht so klein. Aber so ist das nun mal. Können wir auch nichts ändern. Zander, aber ein kleiner leider. Oh nee. Ey. Alter. Kescher sollte man schon aufklappen. Ja, der Feuer war deutlich größer, aber die sind aktiv. Schnell messen, los geht's. 50er vielleicht. Auch nicht das, was ich wollte, aber Full Card, das ist erstmal wichtig. Geht rüber, genau 50. Ja, ich bin natürlich happy über den Fisch. Aber ärgerlich, dass vorher ein deutlich größerer mir verloren gegangen ist. Aber Full Card. Jetzt geht es daran, die Größen zu verbessern. Und umdrehen, super. Full Card für Dustin Schön. Nach 2 Barschen, Fehlbissen und einem Aussteiger kann der Berliner endlich den gewünschten Zander fangen und als erster Angler die Karte komplettieren. Er bleibt damit logischerweise ganz vorne. Nicht besonders, aber einen Anfang ist gemacht und habt gesehen, innerhalb von 5 Minuten jetzt 2 Fische drauf gehabt. Deswegen angel ich noch ein bisschen und dann überlege ich gleich mal, was kann ich upgraden. Jetzt kommt Wind auf, das habe ich schon vorher in der Wetter-App gesehen. Und das ist auch ein ganz mieser Wind aus Nord-Nordost. Und gestern hatten wir auch schon so einen ähnlichen Wind mit Nord drin. Ich habe das Gefühl, dass das gestern auch mit einer der Gründe war, warum die Zander so schlecht gebissen haben an den Buhnen und an den großen Flüssen.
Und das war für mich auch einer der Gründe, warum ich hier heute an solche Spots gefahren bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass bei solchen Bedingungen in solchen kleinen Gewässern, gerade in Kanälen, das Beißverhalten komplett unterschiedlich ist. Und da habe ich mir halt erhofft, und das bestätigt sich, wenn es an den einen Gewässern nicht funktioniert, dann funktioniert es hier. Ich zum Beispiel, ich angel sehr viel in der Eißel, das wissen vielleicht viele von euch. Das ist mein Gewässer, mein Hausgewässer, wenn man es so will. Funktioniert leider momentan gar nicht, sonst hätte ich da auch gefischt, was vielleicht viele auch erwartet haben. Funktioniert gar nicht die Eißel momentan aus meiner Sicht. Und da ist es zum Beispiel auch so, wenn ich in der Eißel keine Fische fange, fahre ich zum Twente-Kanal, der unweit entfernt liegt. Und da ist es dann oft so, Eißel kein Beißverhalten, am Twente-Kanal beißen sie. Und genau umgekehrt ist es auch so. Und das habe ich jetzt einfach mal übertragen auf diesen Kanal und auf das Gewässer, wo ich gestern war. Es bestätigt sich, zum Glück. Ich wäre ja richtig bescheuert und blöde, wenn ich jetzt hier wegfahren würde von solchen Spots. Ich fische jetzt weiter. Mir geht es jetzt um diesen einen großen, wo mindestens die 6 vorne steht. Den möchte ich haben. Ich hoffe, das gelingt mir, aber ich habe jetzt zumindest diesen zeitlichen Druck, der ist bei mir jetzt erstmal komplett weggefallen. Jetzt stehe ich doch wieder ganz schön unter Druck. Ich bin noch mal auf die Buhne jetzt hier zurückgekehrt, wo ich den Barsch hatte vorhin und eben auch die Zanderbisse. In der Hoffnung, dass vielleicht doch noch mal hier was drauf geht. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt nur versuchen. Ich werde jetzt hier die Stelle mal ein bisschen ausfischen. Wenn das nicht klappt, dann muss ich woanders hin, weil den Hecht brauche ich natürlich heute auch noch. Da habe ich eine Idee, wo das gehen könnte, aber ja, ohne die Zander bringt mir das letztendlich nicht viel. Also, ja, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, habe ich einen schönen Biss. Und der Zander ist größer als der eben. Ist er nicht, der ist einfach nur stärker. Ein bisschen größer vielleicht. Den messe ich schnell. Und dann sage ich noch mal, was ich sagen wollte. Ja, schön. Kleines Upgrade wird das sein. Ich schätze so 52. Das sind wichtige Punkte fürs Turnier. Und der hat sogar 53. Jawohl. Weg ist er. Oh, ey, der hat mich gebissen. Hier habe ich auch aufgeschnitten. Aber für solche Fische macht man das doch. Oh, Mann, Mann, Mann. Der 53er Zander ersetzt einen 62er Hecht vom Vortag und so kann sich Dustin um weitere 6,9 Zähler verbessern. Und das weiß er auch, denn er hat den exakten Punktestand parat. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, habe ich 434,9 Punkte. Das reicht lange nicht, um weiterzukommen, aber das ist jetzt eine ganz gute, solide Grundlage. Ich werde jetzt hier den Spot gleich wechseln. Ich erwarte hier nicht mehr viel größere Fische, auch wenn ich einen großen verloren habe. Also groß, der wird zu 60 gehabt haben. Aber ich habe das Gefühl, ich kann Barsch und Hecht besser verbessern als den Zander. Deswegen, mir war es wichtig, eine Full Card zu bekommen und jetzt weiterzugehen. Und ich werde dann nochmal andere Spots probieren nachher, wo auch größere Zander stehen. Aber vor allem geht es jetzt auf Hecht und Barsch. Und vielleicht nochmal ein Topwater Point. So, das ist der letzte Wurf an dieser Stelle. Denn ich möchte auf jeden Fall das abfließende Wasser noch mitnehmen für die ein oder andere Barstelle, die ich habe. Also zumindest bei den tidenabhängigen Gewässern. Ich glaube, wir haben jetzt noch 2 Stunden ablaufend, bevor es still steht. Und ich denke, dass ich in der Stillstandzeit vielleicht versuche, einen Hecht abzugraden. Sollte ich nicht einen als Beifang irgendwo fangen. Das glaube ich aber eher nicht, weil ich schon relativ gezielt auf Barsch gehe. Abmarsch. Oder wie Andi Breker sagen würde, Abfahrt. So Leute, nicht vergessen, Müll mitnehmen, ne? Ich habe hier einen Jigkopf, ich habe hier Gummifischreste, ich habe hier ein Stahlvorfach.
und Schnurreste. Und jetzt geht's weiter zu den Barschen, hoffentlich. Beim Anjiggen war der Fisch dran. Kein Biss gemerkt. Es passiert hier allerdings relativ häufig, und zwar, weil man mit der Strömung den Köder auf sich zutreiben lässt. Kann das schon mal passieren, dass man den Biss gar nicht spürt, weil er den mit nach vorne anschiebt und man dann beim Anheben des Köders merkt, da ist ein Fisch dran. Das passiert mir an der Stelle tatsächlich ziemlich häufig. Vielleicht ist es auch Unvermögen, man weiß es nicht. Time to reveal a secret weapon that I made last night. I was having a problem. I want to fish topwater in this jungle vegetation. So last time I get results with frogs, but the Berkeley frog, this one at least, is a sinking soft bait. So I put a sign, I write down "eat me," and now the frog carry a floating bag. So this frog is floating now. Ashton Barsh approve by the rules, and we're gonna fish buzzing frog in the lily pad. So for the record, let's check. It is floating. Do you all approve? This is the new floating frog, custom made. Okay, nächster Spot für heute. Let's go. Barsche sind picky, ey. Da reicht manchmal wirklich eine Farbnuance, ein anderer Köder, irgendwas. Sehr trüb. Nicht gut fürs Barschangeln. I just found out a very important problem for this bait, and it's now when I fish that I realize it. I write "eat me," but we are in Holland. And obviously I should have write it in Dutch. They don't know how to read English. I'm thinking about this because Mr. Bauer was using a fly with "eat me," and it was successful when in France we put it "mangez-moi." So obviously those pike don't go to school, so maybe I'm going to fail with this one. Nein, ab. Mist. So, weiter geht's. The funny part in this, oh, you saw it. Oh, oh man. Okay, he's nervous. We're gonna try it again. I was more nervous than him this time. Eat me, eat me, eat me, eat me. Come on. The only English pike in this polder. It. Man. But look like we might catch one, finally.
Fisch, yes. Da ist er. Endlich ein vernünftiger Plätti. Der hat ihn gut genommen, der hängt auch schön, den lande ich jetzt mit der Hand. Kescher ist nämlich nicht ausgepackt. Aber ich denke, das sollte was werden. Jawohl, sehr schön. Das macht jetzt wieder ein bisschen Hoffnung, dass ich den gekriegt habe, Gott sei Dank. Ja, ich habe zwar hier im Training waren die einen Ticken größer, aber der ist jetzt auch nicht ganz klein zumindest. Kann man vorzeigen, hat den Köder hier auch voll genommen. Grundelimitat hier. Ja, richtig schön. War jetzt auch ein knackiger Biss, also so wie sie eigentlich sein müssen. Mindestens einer müsste noch kommen. Jetzt habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass das dann vielleicht auch funktioniert. Den werden wir erstmal messen. So, hat, was ist das? 53, okay, gut. Ich habe mir ein bisschen größer gewünscht, aber war ein Schritt in die richtige Richtung. Weitermachen. Veits 4. Fisch und sein 3. Zander. Wieder in einer ordentlichen Größe. Veit bleibt mit 4 Fischen voll im Rennen ums Weiterkommen. Fred, der auf Platz 5 abgerutscht ist, hat seinen selbstgemachten Topwater-Köder zum Hechtangeln mittlerweile gegen einen Jig-Spinner getauscht, um den auch noch fehlenden Barsch zu erwischen. First perch, but I don't think it's 23. 20. I will make this perch. Important fish for everyone. Ja, Vertrauen in den Köder zahlt sich doch häufig aus. Das ist ja so eine lustige Sache. Also ich erlebe das auch bei meinen Guiding-Touren, dass viele dann immer fragen, wenn es mal nicht beißt, wollen wir nicht mal den Köder wechseln? Aber das ist meiner Meinung nach eigentlich genau falsch, die Herangehensweise. Köderwechsel mache ich dann, wenn es gut läuft, weil dann kann man auch Vertrauen in neue Modelle irgendwie fassen. Aber wenn es eher schlecht läuft, und das ist ja jetzt hier der Fall, dann setze ich irgendwas ein, wo ich 100%iges Vertrauen dazu habe, was sich auch eben schon bewährt hat an dem Gewässer. Und bei dem Teil ist es halt der Fall. Da habe ich heute den Barsch drauf gefangen. Da hatte ich einen Zanderbiss. Also hier dementsprechend werde ich dem jetzt einfach treu bleiben. Ich habe ja noch die 2 anderen Farben, die werde ich auch hin und wieder mal dran machen. Aber ansonsten für mich hier jetzt momentan keine Alternative dazu. Ja, wenn die eigenen Spots nicht laufen, dann greift man halt auch mal gerne auf altbekannte Spots zurück. Ich will nicht sagen, es ist ein bisschen Verzweiflung, aber es ist Ratlosigkeit tatsächlich. Barsche scheinen nicht da zu sein, wo ich sie vermutet habe heute. Aber das ist halt so, ne? Aber hier sind sie. Geh mir nicht ab. Oh. Oh, und der Jig-Spinner ist schon draußen. Leute, das ist so bescheuert. Das ist so irre. Natürlich kein Riesenfisch, aber ein Fisch für die Wertung. Ja. 28. Immerhin, 28er Barsch. Weiter geht's. Wenn die da sind, sind vielleicht auch größere da. Der geht jetzt schnell zurück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, doch immerhin verhungert es nicht. Enrico hat alle 3 Fischarten gefangen. Wegen der überschaubaren Größen bleibt er aber vorerst auf Platz 6. Fred hat wieder auf seinen Oberflächenköder gewechselt. Come on, give me some action. Yes. Oh no. Oh.
Look at this. Yeah. Oh, eat me. Oh. That was close. Oh, einen guten Biss gehabt, ja. Ah. Da ist er. Der ist besser. Der ist besser. Nein. Leute, was soll denn das? Warum? Warum passiert so eine Echt? Das war ein guter Fisch, der war auf jeden Fall über 35. Oh oh. Yes. Fuck it. Yes! Whoa! Never give up! Never! I saw something strange. I saw kind of something moving around. And that's 71. Yes. Now. Yes. I was having a problem with the top water. I solved it. Yes. Bei allen Teilnehmern geht heute eine Menge schief. Fehlbisse, Aussteiger, untermaßige Fische und lange Durststrecken. Insgesamt beißen die Fische wirklich schlecht. Doch es gibt trotzdem auch Highlights, wie diesen tollen Topwater-Hecht. In Holland sprechen die Hechte also doch Englisch und so kann Fred inklusive der 20 Bonuspunkte 91 weitere Zähler für sich verbuchen. Nach der ersten Tageshälfte thront Dustin Schöne mit der einzigen Fullcard an der Tabellenspitze. Landry Rosen, der den fehlenden Zander noch nicht fangen konnte, folgt auf Platz 2. Doch Dirk Ostrowski liegt keine 10 Zähler hinter ihm und braucht nur noch einen beliebigen Fisch zur vollen Karte. Veit Wilde, Frédéric Julien und Titelverteidiger Enrico Di Ventura folgen auf den Plätzen 4, 5 und 6. Welche Angler die ersten beiden Plätze belegen und im Halbfinale gegen Jan Pusch und Patrick Marable antreten werden, seht ihr bereits am Sonntag. Wir freuen uns über Kommentare, Likes und neue Abonnenten.